Welche Tomaten schmecken am besten? Natürlich die, die man selbst angebaut und geerntet hat. Aber kriegt ihr das auch richtig hin? Klar doch, mit meiner Hilfe und noch eine gute Nachricht. Gewächshaus, Garten, alles prima. Muss aber nicht. Geht auch auf Fensterbank oder Balkon. Die Vielfalt an Tomaten, die ist natürlich riesig groß. Es gibt dunkle, helle, große, kleine. Und zu jeder Tomatenform und Farbe gehört natürlich auch die entsprechende Sorte. Und wie findest du jetzt die richtige Tomatensorte für dich? Na, grundsätzlich unterscheidet man erstmal zwei Gruppen. Das eine sind diese Balkontomaten hier. Da müssen überhaupt keine Schnittmaßnahmen erfolgen. Die bleiben von sich aus kompakt. Und wir haben diese endlos wachsenden, sage ich mal, die eignen sich besonders gut fürs Gewächshaus oder für den Garten, brauchen aber eine Rankhilfe. Und dann unterscheidet man noch einfach ausgesäte Tomaten, wie diese hier, die habe ich Anfang März ausgesät, und die sogenannten veredelten Tomaten. Veredelt bedeutet, ich habe hier oben die Sorte, das sieht man ganz schön hier, und darunter ist eine Wildtomate. Das macht die Sorten besonders ertragsreich und widerstandsfähig, allerdings auch ein bisschen teurer. Wenn du Tomaten auf deinem Balkon ernten willst, dann brauchst du einen möglichst großen Topf. Da unten kommt Drainage rein, dann eine torffreie Bioerde am besten und vor allen Dingen auch noch eine Handvoll Dünger. Denn Tomaten, die mögen wirklich viel Futter. Doch bevor es ans Pflanzen geht, Tomaten, die brauchen von allem viel. Viel Sonne, viel Wärme, viel Wasser und viel Dünger. Das haben sie alle gemein. Und was sie nicht wollen, ist nasse Blätter. So, ich habe hier eine spezielle Tomatensorte, eine Balkontomate, die lautet auf den Namen Primabelle. Und die bringt besonders kleine, zahlreiche Früchte, aber die Tomate wird auch nicht hoch. Die wird nur 40 cm, brauche ich also nicht abzustützen. Und nach ein paar Tagen oder ein paar Wochen sieht sie so üppig aus. Tomaten brauchen viel Wasser, aber nie über die Blätter, sondern immer direkt an die Wurzel. Wenn die Blätter nämlich regelmäßig nass werden, dann entwickelt sich sehr, sehr schnell Braunfäule. Deshalb such dir einen regengeschützten Standort auf deinem Balkon. Was haben die Tomaten mit der kalten Soffi zu tun? Kalte Soffi ist am 15. Mai und vorher sollten sie nicht raus, denn dann gibt es keinen Frost mehr und die Tomaten sind echt empfindlich. Wenn du glücklicher Besitzer eines Gartens oder gar eines Gewächshauses bist, so wie ich, dann kannst du deine Tomaten natürlich ganz einfach auch im gewachsenen Boden anbauen. Wichtig ist ein lockerer, humoser Boden. Das Beet habe ich schon vorbereitet. Dann mache ich ein Pflanzloch, gebe noch etwas reifen Kompost mit hinzu und etwas speziellen Tomatendünger. Dann kann die Tomate rein. So, dann wird die Tomate eingesetzt. Ich nehme sie mal vorsichtig raus. Und hier muss man unterscheiden, ob ich eine veredelte Tomate habe, so wie die hier. Da muss die Veredelungsstelle auf jeden Fall oberhalb der Bodenoberfläche bleiben. Ansonsten würde sie ja überwachsen. Pflanzabstand in der Reihe etwa 60 cm, zwischen den Reihen rund 80 cm. Tomaten, die nicht veredelt sind, wie diese grüne Zebra hier, die pflanzt man etwas tiefer ein, also so 5-7 cm. Dann können sich nämlich an den Trieben nochmal zusätzlich Wurzel bilden und die Pflanze besser versorgen. Mit Ausnahme der Balkontomaten, die ja nicht besonders hoch werden, brauchen Tomaten immer eine sogenannte Rankhilfe. Das kann auf der einen Seite solch ein Spiralstab sein, die sind meistens aus Metall. Den sticht man daneben und wickelt dann, so wie die Tomate weiter wächst, sie einfach immer außen um. Oder aber, wenn man oben solche Drähte hat, dann kann man sie mit einem stabilen Faden einfach oben anbinden. Unten einen Knoten rein, der darf aber nicht allzu fest sein, weil die Tomate wird ja noch am Stiel deutlich dicker, hoffentlich zumindest. Ruhig etwas lockerer, nicht zu fest. Dann muss man natürlich noch größer sein. Und zum Schluss noch ein alter Tipp aus Großmutters Zeiten: einfach einen Tontopf nebenan einbuddeln. Dann geht das Wasser ganz langsam in den Boden.
und läuft nicht weg. Wenn es euch gefallen hat, dann gebt mir ein Like und abonniert meinen Kanal. Nächste Woche gibt's alles rund um Basilikum und Co. und ich zeige euch, wie man Grillkräuter und Cocktailkräuter richtig anbaut.